24 Stunden. 1440 Minuten. Eine Frage. Hast du deine Ziele erreicht? Lebst du das Leben, für das dein Herz schneller schlägt? Steh auf. Schreibe deine Geschichte. Wenn es einfach wäre, wärst es nicht du. Du hast es in deiner Hand. Verlass deine Komfortzone. Erfolg ist mehr als Glück. Sei die Idee, der Pionier, der Vorreiter, die Inspiration. Die CEO-DNA. Die Unternehmer-DNA, die in jedem von uns schlummert. Herzlich willkommen im CEO DNA Podcast und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Marc Friedrich, Geschäftsführer und Inhaber der Friedrich Vermögenssicherung GmbH. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Was ist dein Geschäftsmodell? Wie verdienst du dein Geld? Ja, auf der einen Seite mache ich Honorarberatung. Ja. Honorarberatung heißt, ich baue für Privatkunden, aber auch für institutionelle Anleger maßgeschneiderte Portfolios, Strategien zur Vermögenssicherung. Also mache da die Allokation und betreue die auch da, und zwar sehr, sehr eng. Und dann gibt es noch ein weiteres Produkt, nämlich mein Friedrich-Report. Das ist ein Investmentbrief, der ist so in der Art und Weise einzigartig. Da machen wir neben Aktienanalysen zu Rohstoffen, aber auch zu anderen Werten, begutachten wir auch Bitcoin, als auch natürlich generell den Aktienmarkt, also wann in was investieren. Und das habe ich erst vor 3 Monaten gelauncht und ansonsten bin ich Keynote-Speaker, also man kann mich auch buchen für Veranstaltungen und Konfirmationen, Scheidungen, Hochzeiten. Ja. Genau. Perfekt, sehr gut. Und du bist auch wirklich in den Medien sehr bekannt, YouTube über 400.000 Followers, aber ja sehr, sehr auch manchmal über die Finanzthemen, auch manchmal betrachtest du die ein bisschen kritisch, kann das sein? Und wie fing das auch bei dir an, dass du gesagt hast, hey, ich setze mich mit diesem Thema auseinander? Gut, wenn man Geld anlegen möchte, ich mache das seit über 30 Jahren jetzt, dann musst du immer das Gesamtbild haben. Also es reicht nicht nur auf den Aktienmarkt zu schauen, die Zinsentwicklung anzuschauen, zu schauen, was machen die Notenbanken, sondern du brauchst das komplette Picture, the big picture nenne ich es immer. Das heißt, was passiert gesellschaftlich, was passiert geopolitisch, hat alles Auswirkungen. Wenn der Suezkanal zu ist, hat das direkte Auswirkungen auf den Ölpreis. Und wenn der Ölpreis hoch ist, weil Öl ist in jedem Produkt drin, in jedem Produkt, das wir kaufen, ist Öl irgendwie drin, das ist der Schmierstoff der Wirtschaft, dann hat es Auswirkungen auf den Konsum, auf die Menschen, auf die Inflation und so weiter. Und aus dem Grund versuche ich immer, alle Puzzleteile zusammenzuzählen, um dann ein Gesamtbild zu haben, um dann die richtige Entscheidung zu treffen. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch für meine Kunden in der Honorarberatung. Und das hat sich natürlich als gut erwiesen, als richtig erwiesen, weil wir natürlich überdurchschnittlich dementsprechend uns positionieren konnten und dementsprechend auch erfolgreich gearbeitet haben die letzten 20 Jahre. Wie machst du das genau? Das heißt, du sagst, okay, es steigt der Ölpreis. Hast du dann ein riesen Whiteboard bei dir, wo dann malst, okay, das sind dann die Abhängigkeiten und wenn das passiert, mache ich das? Genau, in der Zwischenzeit ist das Ganze schon automatisiert natürlich. Das heißt, die Daten werden eingegeben, werden gefüttert teilweise von Bloomberg und Co. Und wir haben dann eine eigene Allokation dementsprechend, so einen eigenen Kanal entwickelt, wo wir dann gleich sehen, was passiert dann, wenn dies und das passiert geopolitisch oder wenn die Zinsen steigen oder wenn jetzt irgendein Unternehmen Zahlen meldet. Und dann fließt das alles zusammen in einen Sheet und dann sehe ich genau, was passiert dann mit dem Goldpreis, was passiert mit Gold, mit Aktien, mit den verschiedenen Sektoren. Und dann hast du so ein sogenanntes Sheet, also bist du so ein Excel-König, wenn ich mal Probleme habe, rufe ich dich dann an, mit den ganzen Formeln und dann hast du dann halt faktische Daten, wo du sagst, okay, das ist jetzt meine Handlungsempfehlung. Genau, das sind immer, Michael, es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Also es gibt keine Garantie, es gibt keine Billionärsformel, sondern du musst dann überlegen und abwägen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass es das und das passiert, und dann muss man das dann auch intern mit unseren Analysten natürlich besprechen und dann ganz demokratisch, wenn die Mehrheit dafür sagt, okay, wir gehen jetzt raus und dann positionieren wir uns ganz klar zum Beispiel pro Bitcoin oder für Zinssenkungen oder Anleihen oder Aktien oder Gold oder Diamanten, Whisky, Kunst, was es alles gibt. Wir haben 53 verschiedene Assetklassen, die wir betreuen. Also nicht nur die typischen, die jeder kennt, sondern abgefahrene Sachen von Oldtimern bis Whiskys, also Sachen, die keiner auf dem Schirm hat, die aber Outperformer waren. Und dementsprechend schauen wir uns das dann an und dann positionieren wir uns. Wir haben da so eine Investmentampel, die ist zwischen grün, orange und rot. Rot heißt natürlich Finger weg oder verkaufen. Zum Beispiel Immobilien. Vor 2 Jahren, im Januar 2022, habe ich ein Video gemacht, habe gesagt, raus aus Immobilien. Habe das natürlich auch den Kunden so gesagt und es war natürlich
Gold richtig. Es war der absolute Peak und seitdem sind wir um 20% ungefähr gefallen. Und wir gucken uns halt an, wie entwickelt sich die Ampel, wann ist was auf grün und dementsprechend können wir dann auch agieren. Bei uns im CEO DNA Podcast betrachten wir verschiedene Bereiche. Auf der einen Seite so Body and Mind Themen auch, weil wir auch denken, als Unternehmer willst du auch mal so fit sein, dann aber auch Relationships, nicht nur mit deiner Partner oder Partnerin, mit deinem Partner, sondern auch mit Bekannten, dein Netzwerk. Dann aber auch natürlich Business und die Karriere und auch Investments. Ja. Und Investments, weil ich glaube, man muss sich als Unternehmer halt damit auch 100%. auseinandersetzen, weil man manchmal damit noch mehr Geld Absolut. gewinnen oder verlieren kann, wie im eigentlichen Geschäft. Darf ich da was kurz dazu sagen? Sehr und zwar, wir alle opfern oder vielmehr investieren in das Wertvollste und Rarste, was wir besitzen, um Geld zu verdienen, in unsere Lebenszeit. Richtig. Und dann haben wir diese Lebenszeit gespeichert in Geld. Und wenn man dann nicht anfängt, damit aktiv zu werden, dann wird man enteignet, weil Geld auf dem Konto, auch wenn es Millionen sind, durch Inflation wird es uns genommen, durch Abgaben, durch Steuern und so weiter. Das heißt, die eigentlichen Hausaufgaben entstehen erst nach dem Geldverdienen. Dann muss man Gas geben. Ich glaube, es war Roosevelt, der gesagt hat, es ist wichtiger, sich eine Stunde am Tag um seine Finanzen zu kümmern, als irgendwie zu arbeiten. Das ist tatsächlich so, weil dann kann man finanzielle Freiheit tatsächlich erlangen. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Inflation auf 10% steigt und das Geld liegt auf dem Konto drumherum, dann verliert man tatsächlich Kaufkraft. Und die wahre Inflation ist natürlich viel, viel höher. Und ich sehe es ja, ich habe super erfolgreiche CEOs, DAX-Konzerne etc., Family Offices, die tatsächlich dann finanziell Analphabeten sind, die dann wirklich Geld verdummt haben in den letzten Jahren, die schon viel weiter sein könnten, wenn sie sich einmal richtig darum gekümmert hatten. Definitiv, und dann nehmen wir sie halt an die Hand und bauen dann wirklich eine Strategie, die sie dann auch 1:1 mit uns umsetzen können. Ja. Ich glaube, Rockefeller hat mal gesagt, Geld verdient man nicht beim Arbeiten, sondern beim Investieren. Wie fing das bei dir alles an? Das halt immer, ich tue mich damit mit dieser Materie mal auseinandersetzen. Ja, tatsächlich, wie es im Leben so ist, Leidenschaft. Ich bin Kind des neuen Marktes. Ich habe T-Online wollte ich schon sagen, Telekom-Aktie damals 96 gekauft. Manfred Krug lässt grüßen. Das war die erste Erfahrung mit dem Kapitalmarkt und war ich begeistert und habe dann weiter angefangen, Aktien zu kaufen, zu investieren, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also aus eigenem intrinsischen Interesse habe ich dann angefangen, auch dann andere Assets zu allokieren. Und dann natürlich der Staatsbankrott in Argentinien, den ich live miterlebt habe, als auch natürlich das Platzen des neuen Marktes in der Technologieblase am Nasdaq. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, auch andere Investments kennenzulernen, Gold oder Whisky oder Optionen, Rohstoffe und so weiter. Und irgendwann wusste jeder in meinem Bekanntenkreis, der hat es drauf. Und dann wurde ich halt nach Rat und Tat gefragt und irgendwann habe ich gesagt, warum soll ich das kostenlos machen? Dann verlange ich doch Geld dafür. Und dementsprechend habe ich dann 2007 angefangen, eine Honorarberatung zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, bei meiner Reise, also mein Bankberater wollte mir immer was verkaufen und es war eigentlich immer genau das Gegenteil von dem, was ich hätte machen wollen und war auch immer ein Kontraindikator. Und da dachte ich, wir brauchen eigentlich eine Art unabhängige Honorarberatung und es gab es in Deutschland so damals noch nicht wirklich und bin erst fündig geworden 2003 in England und ganz spannend, in England ist Provisionsberatung, so wie es die Banken hier machen, verboten. Ja. Oh, wow. Ja, gibt es nur Honorarberatung. Okay. Na klar, weil wenn ich provisionsgetrieben bin, dann verkaufe ich natürlich dem Kunden das, was er gar nicht braucht, sondern das, wo ich am meisten Geld verdiene. Und es war für mich klar wie Kloßbrühe, das brauchen wir in Deutschland auch. Habe es dann gemacht, es gab schon ein bisschen was, aber halt wenig. Und ich habe es halt dann noch ein bisschen perfektioniert, würde ich jetzt sagen, indem ich alle anderen Assetklassen auch mit reinbezogen habe, weil ich fand, es gibt immer Zyklen und mal ist Kunst interessant und unterschiedliche Portemonnaies haben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Stimmt, Unternehmensbeteiligung, Private Equity, Whisky, Oldtimer-Uhren etc., du nennst es. Und das hat auf einen sehr guten Markt eingeschlagen. Sehr gut. Ja. Das heißt, mittlerweile verdienst du mehr Geld mit der Beratung anstatt mit deinen Investitionen oder ist das so ein bisschen ausgewogen? Ja, dazu kann ich mich, ich arbeite, sag mal so, ich arbeite, weil es mir Spaß macht. Ich habe das Privileg gehabt, schon in sehr jungen Jahren durch die glücklichen Entscheidungen, die ich getroffen habe, am Aktienmarkt sehr viel Geld zu verdienen. Und habe dann damals auch gesagt, komm, jetzt reise ich mal ein halbes Jahr um die Welt, du musst nie wieder arbeiten. Aber habe dann gemerkt, das ist auch langweilig. Ja, das heißt, du hast die finanzielle Freiheit relativ früh dann erreicht. Ungefähr, wie alt warst du da? 23. 23, wow. Ja. Aber also auch das ist Zufall. Es war jetzt nicht, weil ich irgendwie besser war wie der Markt, sondern ich bin einfach frühzeitig in den Markt eingestiegen. Das waren damals die Tech-Aktien in den USA. Und habe dann halt auch noch das Ganze gehebelt gemacht. Und da wurde halt aus kleinem Geld sehr, sehr viel Geld. Da war ich halt eine Zeit lang zum Beispiel das größte Depot bei der Comdirect Bank. Wow. Ja, und das ging schneller, als ich gucken konnte. Aber das ist nachher auch viel Geld, oder? Genau, ich habe auch viel Geld verloren. Aber natürlich habe ich dann, schwäbisch wie ich bin, rechtzeitig natürlich auch die Sicherheitslinie eingezogen und dementsprechend auch ausgecasht. Was war so eins von deinen besten Investments dann, würdest du sagen, diese Investition? Nee, meine Frau. Ja, okay. Sehr gut. Wie lange seid ihr verheiratet?
Oh Gott, frag mich was anderes. Ich muss rausschneiden. Das muss ich jetzt 9 Jahre. Nein, Wir lassen mal alles drin. Aber sehr gut. Interessant, weil das führt dann wieder zurück, auch wo ich sage, die Relationships sind auch sehr wichtig, auch mit Partnerin. Wie stark hat sie dich unterstützt auf der Reise? Komplett ohne sie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Warum? Also sie ist der Garant für den Erfolg eigentlich. Wow. Einfach, weil sie eine bessere Intuition hat, weil sie auch sagt, hey, mit dem machst du Business, mit dem eher nicht, Okay. ne? Weil sie eine bessere Menschenkenntnis hat. Auch damals, als ich Bitcoin entdeckt habe, hat sie gleich gesagt, hey, finde ich gut, machen wir. Und das war sehr, sehr früh zum Beispiel. Also finanziell war Bitcoin natürlich das beste Investment, was ich jemals getätigt habe. Und, Mit 9 Euro seid ihr eingestiegen? Nee. noch weniger. Und ansonsten, ja, weil sie mir den Rücken frei hat natürlich, ne? Ja. Familie, Haus etc. Ich höre das übrigens sehr oft von Unternehmern, die dann auch schon was vorzuweisen haben, dass sie sagen, hey, meine Partnerin hat mir einfach auf dem Weg da selber... Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich bin. Also allein wenn du ein Buch schreibst, ich habe jetzt 7 Bücher geschrieben in 12 Jahren. Bestseller, wenn man 7 das Bestseller sagt. sogar, Ja, ja. wenn man das Erfolgreichstes Wirtschaftsbuch 2021. Das letzte Buch ist Die größte Revolution aller Zeiten, jetzt halt über 2 Monaten auf der Bestsellerliste. Ja. Und für dieses Buch habe ich 2,5 Jahre lang recherchiert und Wow. geschrieben. Das geht nicht, wenn du dann eine Partnerin hast, die dir nicht den Rücken frei hat. Ja, Es ging ja. nur durch sie, deswegen habe ich natürlich auch das Buch gewidmet. Ja, super toll, super interessant. Also da nochmal liebe Grüße. Ja. Lerne ich vielleicht mal kennen, sehr toll. Du betrachtest das Finanzsystem aber auch manchmal sehr kritisch. Kann man das so sagen? Dass du sagst, Natürlich, hey, klar. wie kann das sein, dass vielleicht auch bestimmte Gesetzgebung bestimmte Entscheidungen führt? Wir hatten auch eben von England gesprochen, wo manche Sachen dann halt auch eigentlich verboten sind, die aber hier natürlich noch voll erlaubt sind, wo der Bankberater anruft und sagt, hey, das brauchst du unbedingt. Und dann merkt man, heute ist jetzt Silber gerade, wo du sagst, sollte man einsteigen. Wie siehst du das? Ja, in absolut. Deutschland? Also generell, nicht nur in Deutschland, sondern generell ist natürlich, wo viel Geld verdient wird, kommt auch viel Negatives, viel Kriminelles, viel Korruptes. Ja. Und natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Unser Finanzsystem ist natürlich hoch gehebelt und ist natürlich eine tickende Zeitbombe. Die Frage ist nicht, ob, sondern lediglich, wann da was in die Schieflage gerät. Und nie vergessen, Geld regiert die Welt. Richtig. Und aus dem Grund habe ich das Buch ja auch geschrieben, weil wir alle arbeiten für Geld, aber kaum jemand weiß überhaupt, wie entsteht überhaupt Geld. Wie wird Geld aus dem Nichts generiert und welche Gefahren drohen auch. Ja. Und dementsprechend, erst wenn ich dann finanzielle Intelligenz erreichen kann, dadurch, dass ich das Geldsystem verstanden habe, kann ich dann auch tatsächlich weise agieren und die richtigen Weichen stellen, um finanziell unabhängig zu werden. Und das war die Intention von meinem jetzigen Buch, deswegen ist auch so viel Herzblut und Leidenschaft und Schweiß reingeflossen, damit die Menschen einfach verstehen, wie funktioniert es. Weil wie gesagt, wir alle arbeiten für Geld, aber kaum einer weiß, wie funktioniert es eigentlich. Und wie lege ich es auch damit an, damit es dann mir im Alter auch noch sozusagen dient und nicht nur irgendwie der Versicherung, dem Makler oder dem Bankberater oder dem Staat im schlimmsten Falle. Ja, genau, das war die ganze Problematik, die ich erkannt habe. Der letzte Punkt ist bei uns immer noch so, dann auch, ich hatte jetzt 4 Punkte gesagt, ein Punkt, den wir auch immer betrachten, ist dieses Celebrate and also contribute, also was zurückgeben oder aber auch das Leben zelebrieren. Wie machst du das? Wie machst du, wo du sagst, hey, ich habe jetzt mal einen bestimmten Meilenstein erreicht, ich gönne mir jetzt mal was Schönes. Was ist das dann für dich? Immer Reisen. Reisen sind für mich unverzichtbar. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Das hilft auch gegen Dummheit, Rassismus oder Sexismus. Ja. Dann natürlich gutes Essen. Okay. Ja, das Leben ist zu kurz, um schlechtes Essen zu genießen. Ja. Und Zeit einfach mit den Liebsten, mit Freunden, Familie. So würde ich es machen. Also ich brauche keine Statussymbole mehr vielleicht. Es hat mir nie was bedeutet, ein dickes Auto zu fahren und irgendwie teure Kleider zu tragen oder eine teure Uhr oder so. Weil ich sage einfach, der wahre Wert, also es kommt nie auf die Verpackung drauf an, sondern immer auf den Inhalt. Das stimmt. Ja. Und wenn du auf dem Sterbebett liegst, ne, du kannst nichts mitnehmen, kein Lamborghini, keine Rolex und kein dickes gefülltes Konto, sondern Erinnerungen, die Geburt deiner Kinder, Reisen mit Freunden, Bekannten und so weiter. Ja. Hier geht es ja auch sehr jetzt um CEOs etc. Du hast ja selber ein Team. Wie groß 15 Leute. 15 Leute. Du bist aber auch Geschäftsführer nach wie vor. Was sind für dich gute Eigenschaften für einen Geschäftsführer? Was ist die DNA von einem oder DNS in Deutschland für einen so einen Geschäftsführer? Ja gut, kommt immer darauf an, in welchem Bereich man tätig ist und was einem wichtig ist. Man muss Visionen haben natürlich. Ne? Dann natürlich, dass man das Team führen kann. Ich bin jetzt keiner fürs Klein-Klein, das heißt, ich bin jetzt niemand, der jetzt Personalmanagement macht oder irgendwie die Buchhaltung. Deswegen habe ich dann natürlich auch andere im Unternehmen integriert. Aber wichtig ist, selbst zu erkennen, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wenn man die Schwächen hat, die auch anerkennen, nicht denken, ich kann alles oder ich muss alles können, sondern lieber delegieren und jemand anderen, der es wirklich kann, auch einstellen. Ja. Weil ich habe Stärken, aber ich habe auch viele Schwächen und die Schwächen versuche ich natürlich durch bessere Menschen zu ersetzen, weil ich kann nicht alles. Ne? Das, was ich kann, mache ich, glaube ich, gut. Ja.
Der Erfolg gibt mir recht und alles andere soll jemand anderes machen, der es besser kann. Also auch ich bin kein Tausendsasser. Ja, interessant. Du hast ja unheimlich viel auch zu tun mit erfolgreichen CEOs, aber auch Family Offices, sagst du, etc. Ja, Sportler, Schauspieler, also auch Leute, die wir alle kennen, sind auch Kunden für mich. Rossmann hatte ich auch schon im Interview und so weiter. Ja. Genau. Erkennst du da bestimmte Parallelen, wo man sagt, okay, das sind wirklich die Charaktereigenschaften von vielen der Erfolgreichen, egal ob es Sportler ist oder... Ganz klar, und zwar, der Antrieb von erfolgreichen Menschen ist nie Geld. Sondern immer nur, sie haben ihre Leidenschaft erkannt, sie wissen, Selbsterkenntnis, sie wissen, in was sie gut sind und es versuchen sie zu perfektionieren. Das heißt, wenn du für irgendwas brennst, dann bist du automatisch gut, dann kommt automatisch auch Geld danach. Das heißt, diejenigen, ich bin ja viel auf so jetzt hier Founder Summit, so, das erste Ziel ist immer, ich will schnell reich werden. Da weiß ich schon, zum Scheitern verurteilt. Das wirst du niemals schaffen. Ja, weil du musst einfach nur wissen, was sind deine Stärken, sonst landest du sowieso irgendwie bei Backwerk an der Kasse oder musst irgendwie Müll zusammensuchen im Park. Das heißt, versuch deine Eigenschaften kennenzulernen, was sind deine USPs, was ist dein Unique Selling Point, worin bist du wirklich gut und dann mach das. Also wenn du was mit Leidenschaft machst, wenn du dafür brennst, dann kommt der Erfolg automatisch und so war es ja auch bei mir. Ich liebe es, auf Bühnen zu stehen, ich liebe es, Leute zu educaten, ich mag es, zu reden, Leuten zu helfen, zu unterstützen. Ich liebe Finanzen und dementsprechend bin ich darin halt auch gut. Aber auch aus eigenem intrinsischen Interesse, weil ich selber mein Geld halt gut verwaltet haben wollen mochte und nicht irgendwie jemandem geben möchte und dann ist es irgendwie weg. Ja, du hast auch da absolut Erfolg hier, auch im Founders Summit hattest du ja auch so ein Standing Ovation, das hast du auch noch nie erlebt. Hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen, also sehr schön. Das sind so die Erfolge. Hattest du auch so ein paar Misserfolge als Unternehmer und was, also jetzt nicht, wo man Geld verloren hat, wo du sagst, das war eine echte Krise und wie kamst du da durch? Immer, also Krisen sind essentiell, Krisen sind wichtig. Ich kann auch nur jedem empfehlen, Krisen zu umarmen und zu akzeptieren, nicht irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, weil Krisen sind seit jeher Teil der menschlichen Evolution. Was war bei dir so ein bisschen, wo du sagst, boah, das war echt was, da wusste ich erstmal eine Zeit lang gar nicht mehr, wie es immer wieder das Platzen des neuen Marktes, dann der Staatsbankrott in Argentinien, als ich dann überfallen wurde auf dem Weg zum Flughafen vom Taxifahrer und barfuß 17 Kilometer in die Stadt laufen musste. Pass war weg, Geld war weg, alles war weg, hat nichts mehr zu anziehen. Oder natürlich der erste Betrug in einer geschäftlichen Beziehung, wo dich dein Geschäftspartner übers Ohr gehauen hat und du halt jahrelang gedacht hattest, es wäre eigentlich ein Partner. Ne? Solche Sachen natürlich. Das sind die harten Lektionen, die aber dann einen wirklich stärker machen. Mit Abstand muss ich sagen, egal wie pervers es klingt, aber Krisen sind wichtig, essentiell für die Weiterentwicklung. Ja. Wie kamst du da durch, wenn der Partner dich dann betrogen hat? Hast du dann eine Zeit lang, brauchst du eine Auszeit? Oder was sind so Tipps, wenn das jetzt einem Zuhörer passiert? Sowas, das passiert ja immer und immer wieder, sehr gang und gäbe, dass man enttäuscht wird von, also in privaten Partnerschaften. Aber die großen Enttäuschungen, die richtig, weißt du, wo man sagt, oh. Ja, aufstehen und weitermachen. Also ich stehe auf Männchen. Ne? Also natürlich muss man da trauern und muss das verarbeiten und muss da vielleicht auch drüber hinwegkommen, aber dann nach 1-2 Monaten muss es weitergehen. Es bringt nichts irgendwie, sich in Mitleid zu ergeben und selbst bemitleiden, sondern einfach weitermachen und es hat immer auch einen Grund, warum es so ist. Also erst in Retrospektive, im Rückspiegel der Geschichte kann man dann erkennen, hey, es war goldrichtig, weil sonst wäre ich vielleicht nie aus dieser toxischen Beziehung rausgekommen. Und danach ist man 5-mal erfolgreicher, verkauft 5-mal mehr Bücher und so weiter, gibt es 1000 Sachen. Ist sehr interessant. Ich habe das übrigens auch sehr oft, wo ich dann, wenn ich am Wochenende irgendwelche CEOs anrufe und fragen, hör mal, ich habe eine Frage, ich bin hier in der Krise, kommt sehr oft immer bei mir die Antwort, wie kannst du da noch stärker draus werden? Und immer. Sehr oft ist das nachher auch, dass das Ganze noch viel, viel stärker ist. Also egal, ob es jetzt eine Medienattacke ist, die man dann halt für sich doch nutzen kann oder irgendwas anderes. Dann, genau, also tatsächlich, es ist ein Paradigmenwechsel, der dann stattfindet und es steckt immer was Gutes, egal wie negativ die Erfahrung ist. Und man ist danach sogar stärker, weil nur die Harten kommen in den Garten. Ja. Und wie gesagt, die Menschheit hat seit jeher nur durch Krisen eigentlich sich weiterentwickelt. Richtig. Und so ist auch persönlich, weil Schönwetterkapitän Michael kann jeder. Ne? Ja, aber du lernst natürlich nur, wann hast du den größten Lerneffekt gehabt in deiner Biografie? Die erste 5 in Mathe, die versetzungsgefährdet, irgendwie Enttäuschung im Studium, in der Liebe und so weiter. Ja. Darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Und diejenigen, die mit einem Löffel geboren werden, siehst ja, mit 25 deillusioniert auf Drogen und kurz vorm Suizid. Ja, nee, das stimmt. Das ist schon sehr, dass man halt in den Krisen halt wirklich dann daraus lernt. Und dementsprechend da nochmal an alle aufstehen, ist das Wichtigste. Genau, das ist der Unterschied zwischen der Spreu, wo der Weizen getrennt wird. Weil wenn du dann aufstehst, dich abschüttelst und weitermachst, du musst einfach, egal wie groß die Krise ist, immer da aufstehen. Da habe ich auch immer dieses schöne Beispiel, Zweiter Weltkrieg, Deutschland, Stunde Null. Ne? Ja. Der Krieg war verloren, die Städte waren zerbombt, Deutschland hatte den Krieg verloren. Und was haben die gemacht? Die haben sich hingelegt zum Sterben? Nein, ganz im Gegenteil. Die Trümmerfrauen haben die Ärmel hochgekrempelt und haben dieses Land aufgebaut. Wie absurd. Und so krank es eigentlich ist, aber
Dieses menschliche Desaster, diese Katastrophe war das Fundament für den größten Wirtschaftsaufstieg, den eine Nation jemals in der Geschichte der Menschheit gesehen hat. Made in Germany, Wirtschaftswunder, das sind Wörter sogar im Englischen, ne? Also darf man nicht vergessen. Und so gut, wie es uns aktuell geht, ging es uns noch nie. Aber Grundlage war leider dieses Desaster. Ja. Gab es so eine Krise, die dich am meisten beeinflusst hat? Also dieses Zu-Fuß-Laufen sicherlich schon, wo man mal wo man dann eigentlich vor dem Nichts steht, ne? Weil du musst in einem fremden Land, musst irgendwie bei der Botschaft nochmal einen Pass beantragen, die müssen erstmal glauben, dass du auch der bist, den du sagst, der du bist, etc. Das war auf jeden Fall eine der größeren Krisen. Ansonsten natürlich auch privat hatte ich eine Beziehung, die dann irgendwann in die Brüche ging, wo ich halt auch völlig desillusioniert wurde. Oder natürlich die Finanzkrise 2008, weil ich ja Teil des Finanzsystems war und einfach gemerkt habe, wow, krass, was für kriminelle Energien da drin sind. Deswegen, darüber hatte ich auch mein erstes Buch geschrieben, um das eigentlich zu verarbeiten, muss ich schon fast sagen, war eine Therapie für mich. Und dann zu erkennen, diese Abgründe, die es da gibt, sobald halt Geld da ist, viel Geld da ist, dann werden auch sehr viele negative Energien angezogen. Man merkt richtig, wie du dafür brennst, für das Thema. Wie kann man jetzt sich als CEO da am besten noch einarbeiten oder da auch mal Wissen aufbauen, wenn man sagt, hey, ich bin noch nicht so tief in verschiedenen Themen drin, du warst mit Bitcoin relativ früh dabei, aber auch mit anderen Themen, was würdest du da empfehlen? Ja, natürlich meine Bücher, als auch mein Videokanal oder mein Twitter-Profil, ansonsten helfe ich natürlich auch dem einen oder anderen dann gerne in der privaten Honorarberatung. Super. Und lesen, also nur der Gebildete ist frei, man muss einfach dieses Wissen generieren, um sich aktiv um sein Geld kümmern zu können. Wie viel liest du ungefähr? Ja, ich lese jeden Tag, also ich lese, wann ich kann, lese ich, egal ob jetzt dann Bücher oder halt dann auch Nachrichten oder Twitter. 3 Stunden Minimum eigentlich. Gut. Also ich wollte die verschiedenen Bereiche deswegen mal hören, also von Social Media über traditionelle Zeitungen bis hin zu... Zeitung gar nicht, also kein Mainstream, keine Zeitungen. Sehr fokussiert dann. Genau, wirklich fokussiert. Ich habe da meine Accounts, denen ich folge, ich habe Bücher, die ich lesen möchte oder Newsletter auch ganz spezifisch. Alles andere ist für mich nur Lärm, also Neues. Noch kurz vielleicht über die Zukunft. Wie siehst du die aktuell? Wie würdest du sagen, wie ist jetzt die Zukunft generell vom ganzen Markt, aktuell auch in Deutschland, 2024? Auf was können wir uns noch freuen? Oder? Ja, hoffentlich eine bessere Regierung oder neue Regierung. Also ich glaube, Aktienmärkte werden erstmal weiter laufen. Ich glaube, wir sind in einem super Bullenmarkt, super Zyklus bezüglich Rohstoffe, bezüglich Bitcoin, Gold, werden wir neue Allzeithochs sehen. Natürlich auch hier Achterbahnfahrt, es geht auch wieder runter, es gibt wieder mal Korrekturen. Ansonsten sind wir in einer gefährlichen Lage generell, habe ich versucht auch im Buch aufzuzeigen mit den Zyklen. Das heißt, wir merken ja, wir haben eine gewisse Kriegsrhetorik in den letzten Wochen, Monaten gehört. Da befürchte ich Schlimmeres in den nächsten Monaten, Jahren. Ich hoffe, dass ich da falsch liege, aber so vom Bauchgefühl her als auch von den Zyklen würde es ganz gut passen. Dementsprechend werden die nächsten 10 Jahre meiner Ansicht nach sehr turbulent und volatil werden. Darauf sollte man sich halt vorbereiten und auch einstellen, nicht nur mental, sondern auch monetär. Und ich glaube halt, dass vieles von dem, was die Regierungen uns in Europa weismachen, nicht stimmt. Und man soll natürlich immer antizyklisch handeln. Also all das, was jetzt zum Beispiel die Politik verteufelt, wie fossile Energieträger, wie Uran oder Atomkraft, würde ich genau kaufen, antizyklisch. Also Öl, Gas, Kohle werden wir noch lange brauchen. Die ganze Welt braucht es, nur wir wollen irgendwie wieder zurück ins Mittelalter. Wird nicht funktionieren. Und genauso natürlich Gold, Bitcoin wird eine großartige Zukunft haben, weil in einer inflationären Welt, in einer Welt der Idiotie, in der wir momentan leben, in der praktisch ideologisch-dogmatische Träumereien über Vernunft gestellt werden, brauchst du halt limitierte Werte. Und das ist halt Gold, das ist Bitcoin, das sind Rohstoffe und da würde ich halt dann rein investieren, um halt dann auch die steigenden Kosten durch diese idiotische Energiepolitik abzupuffern. Ja, das heißt, du siehst auf jeden Fall steigende Kosten. Ganz kurz noch Immobilien, wie würdest du das einschätzen? Du hast am Anfang gesagt, ich sehe es eher ein bisschen, dass es jetzt 20% gefallen ist, hast du gesagt. Wie ist die Zukunft 2024, 2025? Also sagen wir halt, sozialistische Tendenzen haben in der Politik, wäre ich sehr vorsichtig, weil Sozialismus heißt immer Übergriffigkeit, heißt immer, dass die zugreifen möchten auf das Vermögen der anderen, weil sie selber keins erwirtschaften, weil Sozialismus braucht immer das Geld der Bürger, der anderen. Und deswegen hat man ja gesehen, mit Heizungsgesetz beziehungsweise mit dem ganzen Sanierungszwang der EU wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, weil was bringt mir dann eine schöne Rendite, wenn auf einmal ich hohe Kosten habe, die ich nicht weitergeben darf an den Mieter oder an den Kunden. Deswegen bin ich da erstmal skeptisch und würde, solange wir linksgrüne Politiker in der Regierung haben, sowohl in Brüssel als auch in Berlin, die Immobilien nicht mit der Kneifzange anfassen. Ja. Super, vielen Dank, super interessant. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es sehr wichtig ist, das als Chefsache zu machen, Investitionen. Absolut. Dass die Zukunft
ist eigentlich back to the roots, dass man nochmal schauen soll in Rohstoffe und andere Sachen, dass man da vielleicht nochmal investieren sollte. Ja, sich mit Bitcoin auseinandersetzen, ganz, ganz wichtig. Auch das können viele ja. Die CEOs sind ja meistens so 35 plus X. Ja. Viele davon haben nicht die Zeit gehabt, aber Richtig. deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben. Gibt es auch als Hörbuch für die, die keine Super, Zeit haben. Kann man auch okay. zweifache Geschwindigkeit anhören. Wenn man einmal Bitcoin verstanden hat, dann kommt man auch nicht mehr raus aus der Sache und dann wird man auch drin bleiben. Deswegen ist es essentiell, sich tatsächlich darüber zu informieren, weil es ist ein Life-Changer tatsächlich. Ja. Vielen lieben Dank für das sehr angenehme und interessante Gespräch. Gerne. Warte nicht auf deine Zukunft. Erschaffe sie. Der Countdown läuft. Worauf wartest du? Mit smarter Technologie, intelligenter Automatisierung, zukunftssicheren Prozessen und einfacher Anwendung. Wachse im Team. Wachse mit deiner Community. Schaffe Raum für dein Potenzial. Mit Copecard machst du dein digitales Business einfacher, schneller und einfach besser.